Hallo zusammen, ich möchte euch heute zeigen, wie ihr euch am einfachsten mit dem Fluggleiter nach oben schwingen könnt und wo ihr diesen findet und von welchen Positionen ihr aus starten könnt. Ja, zuallererst, wenn ihr den Fluggleiter bereits in der Hand habt oder gefunden habt, dann könnt ihr mal nach unten schauen und dann seht ihr dort in der Mitte dieses grüne Ding, den Fluglagenanzeiger. Der zeigt euch quasi an, ja, in welcher Position ihr gerade seid. Wenn dieser ausgefüllte Kreis in diesem leeren Kreis sich befindet, wie jetzt zum Beispiel, dann fliegt er geradeaus. Und wenn sich der ausgefüllte Kreis oberhalb von dem nicht ausgefüllten Kreis, wie jetzt zum Beispiel, befindet, dann bedeutet das, ihr fliegt nach oben. Andersrum dann natürlich, ihr fliegt nach unten. Wir befinden uns jetzt hier erstmal auf einem Turm. Wichtig ist auch oft, einfach über eine Kante hinaus zu springen, sonst bleibt der Fluggleiter irgendwo hängen. Ja, meistens sprinte ich und springe ich. Genau, und ja, schon nach einer halben Sekunde beginnt ihr dann zu gleiten. Wir befinden uns hier ungefähr auf der Höhe von dem Turm. Am einfachsten, was ich jetzt herausgefunden habe, ist, ihr begebt euch einen Sturzflug nach unten und dann könnt ihr dann direkt wieder nach oben euch schwingen, komplett nach hinten legen, bis dann ein bestimmtes Geräusch aufhört. So ein Windpfeifen, dann wisst ihr, okay, ihr bewegt euch nicht mehr nach oben, aber ihr fliegt jetzt auch nicht weit nach unten. Also ihr braucht keine Angst haben, dass ihr dann plötzlich abstürzt. Und wir machen das jetzt mal. Jetzt hört der Wind auf zu pfeifen. Das bedeutet, wir fliegen nicht weiter nach oben. Ihr seht, der Turm befindet sich jetzt auf jeden Fall wesentlich weiter unten von uns. Ich will das Ganze nochmal machen. Es bringt jetzt aber auch nichts, wenn ihr sehr, sehr weit oben seid, ewig lang nach unten fliegt, euch zurücklehnt und dann versucht wieder höher zu steigen, als ihr zuvor wart. Das bringt eigentlich auch nichts. Es reicht für einen kurzen Moment, sich einen Sturzflug zu begeben, dass ihr euch dann wieder nach hinten lehnt und aufsteigt. Innerhalb kürzester Zeit kommt ihr dann recht weit nach oben. Was auch praktisch bei diesen Gleitern ist, ihr bekommt keinen Fallschaden. Sprich, wenn ihr jetzt mit diesem Gleiter im Sturzflug euch nach unten bewegt, ihr bekommt keinen Fallschaden. Ich zeige euch das mal. Kein Fallschaden. Was echt praktisch ist. Ihr lasst den Gleiter immer danach dann los, wenn ihr dann irgendwo gelandet seid, was ein bisschen nervig sein kann. Vielleicht wird es noch irgendwann gefixt. Was ich auch sehr praktisch finde, ihr könnt den Gleiter auf eine Schnelltaste legen und ihn dann jederzeit ja, wieder aus eurem Inventar herausholen oder ihn wieder ablegen. Wir starten jetzt mal von so einer Klippe oder von so einem Felsvorsprung. Wichtig ist, dass ihr für einen kurzen Moment fallt. Hat schon ausgereicht. Der Gleiter öffnet sich und ihr fliegt. Wir fliegen jetzt geradeaus. Jetzt müssen wir uns in kleinen Schritten nach oben tasten und aufpassen, dass wir nicht zu nah an den Boden kommen. Und wie ihr seht, sind wir jetzt schon viel höher. Ich zeige euch jetzt noch, wo ihr die Gleiter auf der Karte findet. Hier auf der dargestellten Map. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und denkt an das Abo. Vielen lieben Dank. Macht's gut.